Hallo und herzlich willkommen im neuen Video. Im heutigen Video schauen wir uns eine Regex an, die recht außergewöhnlich ist. Es handelt sich um eine Regex zum Ermitteln von Absenderadressen bzw. dem Absendername von Adressen in Dokumenten. Dabei ist es unerheblich, wo die sich befinden. Es gibt aber ein paar Einschränkungen. Diese Regex ist deshalb außergewöhnlich, weil sie über 760 Zeichen hat, die bisher längste Regex, die ich erstellt habe. Erstellt habe ich sie bereits im April diesen Jahres und ich arbeite immer noch an der Verfeinerung der Regex, denn auf der SynOCR gibt es damit ein Problem, da unser grep, was zum Ermitteln der Regex bzw. zum Auslesen der Regex verwendet wird, hier einige Limitierungen aufweist, die dazu führen, dass wir diese nicht uneingeschränkt einsetzen können. Für alle anderen natürlich kein Problem. Bevor wir starten, möchte ich euch bitten, wenn euch das Video gefällt, mir einen Daumen nach oben zu geben. Ja, wie sieht die Regex eigentlich aus? Die Regex ist relativ harmlos aufgebaut und ich möchte sie jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber ich werde mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Hier sind wir im Regex-Tester. Den könnt ihr euch natürlich selbst aussuchen, eurer Wahl. Dort findet ihr im Internet einige gute, die sind auch im Wiki erwähnt und anhand derer können wir dann testen, ob die Regex funktioniert oder nicht, was ich in dem letzten Video schon mal beschrieben hatte. Die Regex-Tester bieten eine ganze Menge mehr. Man sieht, wie gesagt, die eigentliche Regel oben und unsere Testdatei unten, unsere Teststrings, was auch immer. Rechts habt ihr die Ausgabe der Ergebnisse für die Matches und Groups, inklusive einer Beschreibung unter Explanation, was die Regex tut und was sie nicht tut, wo Fehler auftreten und wo nicht. Durch Scrollen könnt ihr dann durchfahren und schauen, was wird gefunden, welche Regex bzw. welcher Ausdruck findet welchen String und funktioniert das Ganze, was ihr euch ausgedacht habt. Und er macht natürlich auch Vorschläge, was man anders machen kann. Ganz rechts unten seht ihr dann noch die Quick-Referenz, auf der ihr die grundsätzlichen Befehle habt. Ja, man kann das Ganze auch ein- und ausblenden, um mehr zu sehen. Ganz interessant ist dann hier unten noch zu sehen der Debugger, mit dem man sich anschauen kann, wie die Regex funktioniert und was sie eigentlich tut, wo sie hängen bleibt, beziehungsweise an welcher Stelle sie etwas macht. Ja, die Regex ist recht komplex. Die lange Schreibweise entsteht eigentlich nur durch die Klassenschreibweise der Trennzeichen, die ich gewählt habe und der Einzelzeichen. Das kann man anders und einfacher machen, aber es führt oft dazu, dass dann Fehlergebnisse gefunden werden, weil die Suchergebnisse und die Treffer auf dem Dokument nicht eindeutig sind, wenn man zum Beispiel einfach nur mit einem Text sucht oder einem Wort sucht. Ja, das findet ihr unter General Tokens. Und es ist so, dass ihr dann natürlich länger suchen müsst, wenn ihr Fehler habt in Dokumenten und nicht wisst, wo sie herkommen. Gut, zur Regex selber. Ich habe euch im Download-Link oder später im Download-Link findet ihr dann, wie gehabt, ein Dokument, wo ich dann beschreibe, was die Regex eigentlich tut, wonach suchen wir. Das Ganze in Deutsch und Englisch. Ein paar Beispiele. Die Testdateien von mir sind natürlich um ein wesentliches größer. Und wichtig ist zu wissen, was mag die Regel nicht. Also die Regel mag zum Beispiel nicht Adressen, die über mehr als 4 Zeilen bzw. 3 Zeilen gehen. Ab der 4. Zeile funktioniert das nicht mehr so gut. Und ich habe das dann auch rausgenommen und suche nur bis zur 3. Zeile. Das werde ich euch gleich zeigen. Es ist dann weiter aufgelistet, wie funktioniert die Regel. Und das schauen wir uns gleich mal an. Also wir haben die Regel, ich habe die Regel unterteilt in den Wohnort, inklusive Postleitzahl, gegebenenfalls Länderkennung. Wir suchen dann Hausnummer, Postfach, Adresszusatz. Dann natürlich die Straße, den Straßennamen. Und zu guter Letzt suchen wir den Absender. Und das Highlight an der Regel ist natürlich dann, dass es einen Teil gibt in der Regel, die eigene Adresse, wenn ihr den Namen denn dann eintragt, auch ausschließen kann. Das heißt, es wird im gesamten Dokument, wenn 2 Adressen vorkommen, eure eigene und die des Absenders oder demjenigen, der euch diesen Brief oder diese Rechnung, was immer geschickt hat, wird die eigene Adresse ausgeschlossen und er findet natürlich nur die andere. Dann ist eine kleine Beschreibung dabei, wie ihr in diesen Regelteil euren Namen eintragen müsst. Und ganz unten findet ihr nochmal die komplette Regel,
inklusive des Namenszusatzes, das heißt des Namensausschlusses. Das ist hier vorne dran. Und ganz unten findet ihr die gleiche Regel noch einmal ohne den Namensausschluss. Dort werden alle Adressen bzw. Absender auf dem Dokument gefunden. Ja, das Ganze sieht dann halt so aus. In unserer Kontrolldatei werden oder Kontrolltext werden alle relevanten Adressen gefunden. Wir blättern mal ganz runter. Man sieht dann hier unten zum Beispiel, dass natürlich alles, was über 4 Zeilen geht, hier ist es, nicht mehr gefunden werden kann. Das habe ich dann einfach ausgemacht, weil die Trefferquote nicht besonders doll war. Und es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die leider auch auffallen. Man sieht es jetzt hier auch nochmal, wie gesagt, hier 4. Zeile, ne? Das geht in die 3. Zeile rein. Bei bestimmten Schreibweisen wird letztendlich der komplette erste String als Name ausgegeben, hier auch noch korrekt. In manchen Fällen, wie hier zum Beispiel, ist es nicht mehr richtige Treffer. Also die Trefferquote ist recht hoch, aber nicht, sag ich mal, 100%. Das schafft sie leider nicht. Aber es ist schon ein guter Fortschritt für Sachen, wenn man bestimmtes suchen oder Dokumente durchsuchen möchte und die Adressen bzw. Absender herausfinden möchte. Ja, also jetzt mal zur Funktionsweise des Debuggers, damit ihr das kurz sehen könnt. Es ist so, dass die Standardeinstellung bei Regex ist immer das Lesen von links nach rechts, halt in unserem anglistischen Sprachbereich. Man kann das umstellen, aber das ist natürlich sonst wenig sinnvoll. Diese Regex funktioniert aber im Prinzip rückwärts, das ist also eine Rückwärtssuche und deswegen ist sie sehr systemlastig. Die ist jetzt schon ein ganzes Stück optimiert, dass das nicht so stark ins Gewicht fällt, aber ich möchte euch das mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt hier unten links den Debugger. Dort kann man die Regel durchlaufen und schauen, was die Regel tut. Und es ist so, dass der ganze erste Part bis, ich glaube, 2000 oder sowas, etwa in dem Fall jetzt hier, nur dazu dient, den Namen im Dokument auszuschließen, beziehungsweise die Strings, die den Namen nicht beinhalten. Er sucht also den Namen und erst ganz am Schluss, am Ende hier hinten, wird die eigentliche Regel durchsucht. Ich gehe mal ganz zum Schluss und fahre mal zurück, damit ihr das sehen könnt. Ich habe nicht mal das Ende erreicht. Okay. 2.8, man musste lesen können. Also 2.8, 22 sind wir eigentlich. Und ich gehe mal ganz ans Ende. Jetzt hier hinten im letzten Schritt, ne, seht ihr, wird hier unten erst der Name gesucht und wirklich fast bis hier rein. Gucken wir mal, wo es anfängt. Hier. Da ist jetzt vollständig die Regel. Also da fängt er eigentlich an und baut dann die Regel auf, von links nach rechts eigentlich suchend, muss aber dann von die umgekehrte Suche umschwenken und hier oben alles der ganze Step hier oben drin, der ist nur dafür da, um den Namen auszuschließen. Ja. Also kann man halt ganz ideal seine Regeln untersuchen und kann schauen, wie man den Ablauf und die Geschwindigkeit erhöht. Weil es ja schon einige gibt jetzt hier, die relativ viele Schritte brauchen, um die Regel oder den String oder in dem Fall das Dokument zu durchsuchen. Ja, und das ist eigentlich jetzt für heute schon mal alles. Ihr findet also im Download-Link eine Textdatei, wo alles drin ist. Und was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, wenn man also den Block mit dem Namen vorne rausnimmt, das ist relativ simpel, der geht bis dahin. Ja, fast getroffen. Dann wird auch der ausgeschlossene Name wird dann auch mitgefunden. Es sind dann halt 30 Treffer. Und man sieht es aber auch, dass die Schritte zum Suchen im Dokument oder in den Dokumenten wesentlich kleiner geworden sind. Das heißt, wir haben dann teilweise nur 100 Schritte, 80 Schritte. Das Ganze ist weniger systemlastig. Nur, dass ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt viel Spaß beim Nutzen der Regel. Denkt an den Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Ob ich euch natürlich so eine Regel nochmal bieten kann, das glaube ich eher nicht. Achso, ganz kurz zum Schluss nochmal. Das Ganze findet ihr natürlich auch im Wiki. Und dort ist ein eigener Unterpunkt für diese Regel von mir erstellt worden. Und dort ist das Ganze auch nochmal beschrieben, wie diese Regel aufgebaut ist. Die Beispiele sind die gleichen wie in der Textdatei. Ihr könnt dann,
noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen lesen und auch letztendlich, wie funktionieren die Quantifier, wie stellt man sie um, damit das Ganze etwas effektiver wird, damit das Ganze etwas schneller und performanter wird. Also, nochmal in dem Sinne viel Spaß beim Testen und bis zum nächsten Video. Bye.